herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Heute machen wir ein super köstliches Raffaello Tiramisu. Ja, heute kommen wirklich alle Raffaello und alle Tiramisu-Fans auf ihre Kosten. Wir schlagen sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Das Rezept geht wieder super schnell, super einfach und ist sowas von lecker. Ich freue mich richtig drauf und ich hoffe, euch geht es genauso. Deswegen lasst uns schnell loslegen. Viel Spaß jetzt beim Video. Ja, ihr kennt es ja alle von mir, ich könnte jeden Tag Nachtisch essen. Bei mir geht nichts über Tiramisu. Ich liebe Tiramisu und ich liebe Raffaellos. Und diese Kombi ist einfach der absolute Hammer. Wir brauchen auch gar nicht viele Zutaten. Ich schreibe sie euch wieder alle unten in die Infobox. Wir brauchen zum einen Löffelbiskuits, dann natürlich Raffaellos, etwas Quark, starker Kaffee oder Espresso, Kokosraspel, wer mag Amaretto, Kokosblütensirup, Vanillezucker, Sahne, etwas Zucker und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich werde mein Tiramisu heute in so eine kleine Auflaufform reinschichten. Wer mag, kann es natürlich auch in Dessertgläser, in größere reinschichten, dass es gleich portioniert ist. Die Auflaufform hat die Maße, ich lese es euch vor, ist übrigens gerade aktuell bei Chibo erhältlich. Unbezahlte Werbung, habe ich selber bezahlt, selber gekauft. Wie gesagt, die Emaille-Form hat die Maße 26,5 auf 7,5 auf 17 cm. Sie ist ein bisschen höher, da kann man das Tiramisu richtig schön reinschichten. So, und als allererstes könnt ihr euch schon mal einen starken Kaffee brühen oder eben einen Espresso, ganz wie ihr wollt. Das habe ich schon getan. Es ist eine Tasse, ungefähr 200 Milliliter. Und er sollte abkühlen, deswegen könnt ihr euch das als allererstes vorbereiten. Und dann legen wir auch schon mit dem Tiramisu los. Und zwar brauchen wir kein Mascarpone, es ist ein leichteres Tiramisu. Ein bisschen Sahne haben wir zwar schon mit drin, aber das gehört sich auch so. Und wir müssen als allererstes den Schmetterling einsetzen, da wir jetzt die Sahne steif schlagen. Ich gebe einen Becher in den Mixtopf, das sind 200 Gramm. Zusammen mit einem Teelöffel selber hergestelltem Vanillezucker. Dass die Sahne ein bisschen süß, vanillig schmeckt. So, Deckel aufsetzen und das Ganze schlagen wir jetzt einfach auf Stufe 3 ohne Zeitangabe bis zur gewünschten Festigkeit steif. Die Sahne ist schön steif, hat heute bei mir 1 Minute und 27 Sekunden gedauert und ich zeige euch, wie das Ganze aussieht. So, jetzt können wir den Rühraufsatz schon entfernen. Kurz abklopfen und die Sahne in eine größere Schüssel umfüllen. Da soll nachher auch noch die Quarkmasse reinpassen, also wählt eine größere Schüssel, achtet darauf, dass sie nicht zu klein ist, damit alles reinpasst, wenn wir die Sahne unterheben wollen. So, die Sahne stelle ich einmal kurz zur Seite. Den Mixtopf brauchen wir nicht spülen, wir machen gleich weiter. Und zwar kommen jetzt 500 Gramm Speisequark mit 20% Fett in den Mixtopf. 50 Gramm Zucker, könnt ihr natürlich auch reduzieren oder den Zucker erhöhen, falls es euch nicht süß genug ist. Dann gebe ich 3 bis 4 Esslöffel Kokosblütensirup dazu. Der hat so einen ganz tollen karamelligen Geschmack, richtig schön nach Mandeln, nach Urlaub, Strand, richtig Urlaubsfeeling kommen da einfach hoch. 25 Gramm Kokosflocken, Kokosraspel. Ich habe mir hier 50 Gramm schon mal abgewogen, weil wir insgesamt 50 Gramm brauchen. Aber jetzt gebe ich hier zu der Masse nur die Hälfte dazu, also wie gesagt 25 Gramm. Und wer mag, kann natürlich auch noch einen kleinen Schuss Amaretto mit reingeben. Also bei mir darf Amaretto im Tiramisu eigentlich nie fehlen. Wer es aber gar nicht mag, der kann es komplett weglassen. Ist kein Muss, ist einfach nur optional. Und bei mir kommt ein bisschen was rein. Ich liebe Amaretto. Ja, und das war eigentlich schon alles für unsere Quarkmasse.
Die schlagen wir jetzt schön cremig, 20 Sekunden auf der Stufe 3. So, schaut mal. So sieht die Quarkcreme jetzt schon aus. Oh, das riecht schon so köstlich. Das geben wir jetzt einfach zur geschlagenen Sahne dazu. Und heben die Sahne kurz runter. Ich mache das mit meinem Spatel. Damit ist unsere Quark-Kokosmasse fürs Tiramisu fertig. Jetzt mache ich mir kurz Platz. Hole mir meine Auflaufform und Löffelbiskuits. Ungefähr 180 bis 200 Gramm Löffelbiskuits brauchen wir. Die habe ich mir hier schon ausgepackt. Und ich hole mir auch gleich meine Tasse Kaffee. Wie gesagt, der sollte abgekühlt sein. Ihr könnt ihn zuckern, falls ihr den Kaffee ein bisschen süß wollt. Ich habe jetzt meinen ohne Zucker einfach gelassen. Und jetzt fange ich an, meine Löffelbiskuits in die Form reinzuschichten, reinzulegen. Und werde sie dann danach anschließend mit meinem Kaffee tränken. So, die erste Lage ist drin. Wie gesagt, jetzt wird das Ganze getränkt. Danach kommt eine Schicht Quark-Kokosmasse auf die Löffelbiskuits drauf. Von den 25 Gramm Kokosraspeln, die wir jetzt noch übrig haben, gebe ich auch ungefähr die Hälfte hier oben einfach drüber nochmal als kleine Kokosschicht. Die andere Hälfte kommt ganz zum Schluss oben drüber aufs Tiramisu als Topping. Und jetzt kommen auch noch Raffaellos drüber. Wir brauchen also insgesamt eine Packung Raffaellos. Das sind 150 Gramm drin. Und ich habe mir hier jetzt 8 Raffaellos schon ausgepackt und einfach in kleine Stücke mit dem Messer geschnitten. Und die verteile ich hier auch oben drüber. So, ich zeige euch mal, wie das Ganze jetzt schon aussieht. Richtig, richtig lecker. Danach kommt nochmal eine Schicht Löffelbiskuits oben drüber. Diese tränke ich wieder mit etwas Kaffee. Gebe die restliche Quarkmasse drauf. Genauso wie die restlichen Kokosflocken. So, schaut mal, es passt perfekt in diese kleine Form rein. Und als Deko könnt ihr jetzt einfach noch ein paar Raffaello-Kugeln draufsetzen. So, jetzt das Ganze schön im Kühlschrank durchziehen lassen und dann servieren und genießen. Ja, also ich freue mich richtig, richtig doll auf das Tiramisu. Ich kann es kaum abwarten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben. Und wenn ihr Lust auf weitere leckere Rezepte habt, dann schaut doch gerne mal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!